Willkommen in der Welt der Handelsstrategien mit gleitenden Durchschnittslinien. Heute sprechen wir darüber, wie Sie diese Strategien nutzen können, um Ihre Gewinne auf der Plattform Pocket Option zu maximieren. Sind Sie bereit, die Hauptprinzipien herauszufinden und Schlüsselkompetenzen für einen erfolgreichen Handel zu erwerben? Machen Sie sich bereit, wir fangen an. Hallo zusammen, der Indikator Moving Average hat mir in letzter Zeit aus irgendeinem Grund unglaubliche Ergebnisse beschert. Also mache ich ein weiteres Video, eine weitere Handelssitzung in Echtzeit. Wir werden versuchen, das Depot in diesen 10 Minuten mindestens zweimal zu erhöhen. Ich bin sicher, dass es sehr einfach sein wird, denn der Markt war in letzter Zeit buchstäblich perfekt für diese Strategie. Lassen Sie uns sofort handeln. Was sind die wichtigsten Dinge, die wir in diesem Video berücksichtigen? Heute werde ich über alles sprechen. Also, ich werde den Prozess im Broadcast-Modus zeigen. Schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Also ich bin mir sicher, dass Sie viele hilfreiche Informationen erhalten werden, die Sie nutzen können, um auf diesem Markt Geld zu verdienen. Wir öffnen den Indikator und ist auf der Plattform Pocket Option natürlich. Suchen den Indikator Moving Average, klicken ihn zweimal an und stellen ihn ein. Die Periode ist 11, der Typ ist EMA. In der Sektion Stile stelle ich die Farbe auf Grün und die Dicke auf 1 Pixel ein. Dann stellen wir den zweiten Indikator ein. Hier ist 56, der Typ ist ebenfalls EMA. Die Farbe wird rot sein und die Dicke wird 3 Punkte betragen, 3 Pixel. Wir klicken auf Speichern und sehen, wie sich die Linien des gleitenden Durchschnitts gelegentlich in der Grafik kreuzen. Das Signal ist sehr einfach, der Schnittpunkt dieser gleitenden Durchschnittslinie. Heute werden wir diesen Schnittpunkt testen und damit Geld verdienen. Also lassen wir uns jetzt das erste einminütige Geschäft zum Ausstieg machen. Und lassen Sie mich versuchen, Ihnen zu erklären, was auf dieser Grafik passiert, insbesondere in Bezug auf diesen Indikator. Erstens gibt es verschiedene Phasen der Grafik. Es gibt fallende Bewegungen, steigende Bewegungen, seitwärtsgerechte Bewegungen oder flache Bewegungen. Wenn die grüne Linie unter der roten Linie liegt, handelt es sich um eine offensichtliche Abwärtsbewegung auf dem Markt. Je länger die Linie dort ist, desto stärker ist der Trend. Früher oder später kreuzen sich die gleitenden Durchschnittslinien. Das ist eine Bestätigung für einen Trendwechsel. Diese kurze Zeitspanne, als die grüne Linie über den roten lag, ist ein Aufwärtstrend. Natürlich hat der Markt die Tendenz von steigen zu fallen geändert, aber das ist in Ordnung, das ist okay. Wir arbeiten innerhalb einer bestimmten Situation im Moment. Hier haben wir das gleiche Signal. Die Situation war sehr ähnlich. Der Markt befand sich eine Zeit lang in einem sogenannten Abwärtstrend. Trotzdem hätten wir auch in diesem Moment verdienen können, wenn wir nach diesem Schnittpunkt einen Deal für den Fall gemacht hätten. Übrigens, es gibt eine sehr wichtige Regel, die wir heute befolgen werden. Es geht um das Verhältnis von Vierfachzeit zu Kerzenzeitrahmen. Also, was meine ich damit? Im Grunde ist dieser Indikator nicht augenblicklich. Wenn wir zum Beispiel vertikale Linie durch die Schnittpunkte zeichnen, werden wir feststellen, dass die Kerze die auf einen Schnittpunkt folgt, nicht immer unbedingt so aussieht, wie wir es uns wünschen. Deshalb vereinbaren wir eine längere Zeit, als eine Kerze braucht, um sich vollständig zu bilden, sodass wir einen Spielraum für Fehler haben. Meine Grafik ist jetzt auf 30 Sekunden eingestellt. Das bedeutet, dass eine Kerze 30 Sekunden braucht, um sich vollständig zu bilden und zu beruhigen. In der Zwischenzeit beträgt die Vierfachzeit meines Deals 2 Minuten oder 4 Kerzen. Zählen wir sie jetzt. Wir betreten den Markt hier. Dies ist die erste, die zweite und die dritte, die vierte Kerze. Unser Geschäft wird natürlich hier geschlossen. Es dauert 4 Kerzen. 4 mal 30 Sekunden oder 2 Minuten. Dieses Signal hat sehr gut funktioniert. Wir markieren es mit einem Häkchen. Hier haben Sie
alles selbst gesehen. Wir sind sofort nach dem Schnittpunkt in den Markt eingestiegen und haben bei den nächsten Aufwärtsbewegungen einen Gewinn erzielt. Diese Art von Grafik, wenn der Trend von einer Abwärts- zu einer Aufwärtsbewegung wechselt, passt am besten zu uns. Es gibt Grafiken mit ständigen Seitwärtsbewegungen oder ohne offensichtliche Trends. Ich tendiere dazu, solche Grafiken zu vermeiden. Ich werde jetzt versuchen, ein solches Beispiel für Sie zu finden. Hier ist ein sehr gutes Beispiel. Schauen wir uns diese Grafik zu diesem Finanzwert an. Hier sehen wir eine große Anzahl von Indikatorschnittpunkten. Natürlich haben diese Schnittpunkte keinen Wert, denn der Grafik befindet sich in einer Seitwärtsbewegung. Der Preis bewegt sich zwischen zwei wichtigen Niveaus. Das Niveau von Widerstandsniveau und Unterstützungsniveau. Es gibt keinen wechselnden Trend, daher ist der Handel mit diesen Indikatoren in diesem Fall unmöglich. Behalten Sie das im Hinterkopf. Wir müssen nur einen Moment erwischen, eine Trendumkehr. Deshalb sollte es vorher einen guten steigenden oder fallenden Trend geben, wie in diesem Beispiel. Und wir warten auf eine Bestätigung dieses Bewegungswechsels. Zum Beispiel hier war diese fallende Bewegung. Jetzt warten wir darauf, dass die grüne Linie die rote Linie kreuzt und dann werden wir nach oben handeln. Also Leute, wir haben schon einige wichtige Dinge registriert. Ich gebe noch eine, aber es ist nicht einmal die letzte. Bevor wir ein Geschäft machen, warten wir immer, bis sich die letzte Kerze, die für einen Schnittpunkt der beiden gleitenden Durchschnittslinie verantwortlich ist, also berührt hat, um zu sehen, wie viel Zeit noch verbleibt, bis eine Kerze vollständig abgewickelt ist. Klicken wir hier und aktivieren den Timer. Wenn der Timer aktiviert ist, können wir sehen, dass sich diese Kerze in einer Sekunde berühren wird und der Schnittpunkt bestätigt wird. Es gibt jedoch viele Nuancen. Es gab hier eine unangenehme Situation. Wir hätten den Markt einsteigen können, wenn wir diesen Schnittpunkt gesehen hätten. Aber stellen Sie sich vor, wir wären in den Markt eingestiegen, als sich die Kerze noch bildete. Die Kerze könnte die ganze Zeit grün sein, aber am Ende des Kerzenbildungsprozesses kann der Markt anfangen zu fallen, so dass die Kerze rot wird. Natürlich gäbe es in diesem Fall keinen Schnittpunkt, um also mit dem Signal in den Markt einzusteigen, das sich definitiv auf der Grafik niedergelassen hat und bestätigt wurde. Stellen Sie sicher, dass sich nur bei einer neuen 30-Sekunden-Kerze in der Markt einsteigen. Es kann eigentlich jeder Zeitrahmen sein. Es steht Ihnen frei, auch mit einminütigen Kerzen, aber denken Sie daran, dass die Ablaufzeit mindestens 4 oder 5 Minuten betragen sollte. Wir folgen also der einfachen Regel. Die Zeit des Deals sollte 4 bis 5 Mal größer sein als die Zeit einer Kerze. In der Zwischenzeit wird der Deal bald geschlossen. Es bleiben noch 10 Sekunden, bis wir plus $552 in Gewinn haben. Seien Sie ehrlich zu mir, war dieses Geschäft schwierig? War es schwierig? Ich glaube nicht. Ein sehr einfaches Geschäft, das Signal kam und wir haben einen Gewinn gemacht. Weiter geht's. So Freunde, wir sind wieder einmal in einer Position. Es ist das dritte Geschäft für heute. Ganz einfach. Perfekte Fallbewegung. Seht nur, wie sanft und schön diese fallende Bewegung war. Jetzt entwickelt sich die gleiche steigende Bewegung. Das wurde kürzlich bestätigt. Alles, was wir tun mussten, war einen Deal für den Anstieg zu machen. Leider ist es mir nicht gelungen, dies auf Anhieb zu tun, aber da der Markt noch nicht zu sehr gewachsen ist, habe ich das Recht, jetzt ein Geschäft zu machen. Wenn der Preis bereits zu hoch wäre, würde ich natürlich nichts riskieren. Aber bei diesem Geschäft befolgen wir alle 3 Regeln. Die erste Regel ist, dass die Zeit des Deals 4-mal größer ist als die Zeit der Kerze. Die zweite Regel ist ein schöner Trendwechsel, das für eine Seitwärtsbewegung. Die dritte Regel ist ein bestätigter Schnittpunkt in der Grafik. Also, das Geschäft schließt also tadellos ab. Schauen wir nach den nächsten ähnlichen Situationen.
Es sind weniger als 2 Minuten vergangen und ich habe die nächste Handelssituation gefunden. Sie ist dem vorherigen Geschäft sehr ähnlich. Eigentlich ist nur, weil es aufsteigende. Ja, es gab eine kleine Salzbewegung, innerhalb derer es gefährlich ist zu handeln, aber im Großen und Ganzen hat sich die Grafik zuvor angemessen verhalten. Und auf der Grundlage dessen, was ich durch die analysierte Geschichte sehe, wir hätten hier definitiv einen Gewinn machen können. Mehr als möglich. Also machen wir den letzten Deal. Wir werden $600 verdienen, was bereits mehr als das Doppelte der ursprünglichen Einzahlung ist. So Leute, 1 Minute ist übrig, bis diese Handelssituation vorbei ist. Ich denke, Sie können alles deutlich selbst sehen und verstehen, dass dieses Geschäft zu 100% mit Gewinn abgeschlossen wird. Und während wir also diesen schönen Prozess beobachten, möchte ich Sie darüber informieren, dass ich direkt nach dieser Handelssitzung eine weitere auf meinem kostenlosen Telegram-Kanal durchführen werde. Wenn Sie mir also schon eine Weile folgen und mir meine Deals kopieren wollen, Sie haben heute die einmalige Gelegenheit dazu. Klicken Sie einfach auf den Link in dem angehefteten Kommentar oder in der Beschreibung und abonnieren Sie meinen Kanal. Ich schicke dir dann Nachrichten über die Handelssitzung. Alle Regeln und Feinheiten bezüglich des Handels mit den Signalen sind ebenfalls auf dem Kanal zu finden, zusammen mit viel hilfreichem Material. Das war's für heute. In einer Sekunde ist das Geschäft abgeschlossen. Über $4.000 auf unserem Kontostand. Das heutige Ziel ist erfolgreich erreicht. Sehr schnell. Alle Geschäfte waren unglaublich sicher. Also wiederholen Sie, machen Sie Geld und sehen Sie mich in meinem nächsten Video.